Also, mal ehrlich, das größte Problem beim Deutsch am Flughafen ist oft die wörtliche Übersetzung. Viele sagen einfach aus dem Englischen sowas wie „Ich möchte fahren" und am Schalter guckt man dann nur komisch. Da fehlt halt der Kontext und plötzlich wird's stressig. Ja, total. Und ich hab so ne richtige Cringe-Story gehört. Jemand geht selbstbewusst zum Check-in und sagt, ich habe ein Zimmer reserviert, im Flughafen, nicht im Hotel. Dann wurde er ernsthaft zum falschen Terminal geschickt. Autsch. Na gut, hallo erstmal und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lernen wir Deutsch mit Alltagssituationen, und zwar ganz konkret Gespräche am Flughafen. Das ist super praktisch, weil viele von euch ja reisen, oder? Hi auch von mir. Genau, wir machen das heute ziemlich entspannt und echt alltagsnah. Wir erklären Wörter, machen ein kleines Rollenspiel und, ja, erzählen kurz von typischen Fehlern. So bleibt's leichter im Kopf. Kurz die wichtigsten Wörter, damit wir alle das Gleiche meinen. Der Check-in-Schalter, das ist der Tisch, wo du eincheckst. Die Bordkarte, das ist die Karte zum Einsteigen. Das Gate ist der Ausgang zum Flugzeug. Die Sicherheitskontrolle ist der Teil mit Scanner. Und die Gepäckausgabe ist der Ort für deinen Koffer nach der Landung. Genau. Und einchecken heißt einfach, du meldest dich für den Flug, zeigst Pass oder Ausweis und bekommst die Bordkarte. Aufgeben bei Gepäck bedeutet, du gibst den Koffer ab, er geht ins Flugzeug. Klingt logisch, oder? Okay, lass uns direkt üben. Kleines Rollenspiel, ja? Ich bin der Passagier, du bist die Mitarbeiterin am Schalter. Wir machen's langsam und einfach. Deal. Ich fang an. Stell dich mal an den Schalter, also nur so im Kopf. Los geht's. Guten Morgen. Ich möchte einchecken für den Flug nach Berlin. Hier ist mein Pass. Ja, so sag ich das meistens. Guten Morgen. Auf welchen Namen, bitte? Haben Sie Gepäck zum Aufgeben? Das ist so die Standardfrage, ganz freundlich. Ja, auf den Namen Tim Weber. Und ja, ich habe einen Koffer. Das ist schon genug Info. Alles klar, Herr Weber. Hier ist Ihre Bordkarte. Das Gate ist B12. Boarding ist um 14:30 Uhr, also 2:30, so in der Art, sehr normal. Super, danke. Wo ist denn, die Sicherheitskontrolle? Das frag ich dann oft, wenn ich den Weg nicht kenne. Geradeaus und dann links. Einen schönen Flug und fertig. Eigentlich ganz easy, oder? Ja, das war echt entspannt. Wichtig ist, nicht ich habe ein Zimmer reserviert zu sagen, sondern ich habe einen Flug gebucht oder ich möchte einchecken. Das passt besser zum Flughafen. Und bitte nicht ich möchte fahren, wenn du zum Gate willst. Sag lieber, ich möchte zum Gate B12 oder ich muss zum Gate B12. Das klingt klar und natürlich. Kleiner Tipp noch: Wenn du den Weg suchst, frag einfach kurz und freundlich. Zum Beispiel: Entschuldigung, wo ist das Gate B12? Oder wo ist der Check-in-Schalter für Berlin? Das hilft sofort. Wollen wir das auch mal spielen? Ich bin jetzt einfach eine andere Reisende, die sich auskennt. Du fragst, ich antworte knapp. So wie im echten Leben, wenn alle es eilig haben. Entschuldigung, wo ist das Gate B12? Ich sag's extra langsam. So klingt's klar. Da vorne rechts und dann geradeaus, und vielleicht noch, die Schilder sind gelb, einfach folgen, kurz und hilfreich. Sehr gut. Und wenn du die Zeit checken willst, sag, wann beginnt das Boarding? Oder wie spät ist es? Das sind super Sätze, wenn du nervös bist. Genau. Und wenn du Kaffee willst,
Nimm die einfache Formel, ich hätte gern einen Kaffee, bitte, das ist höflich und funktioniert immer. Es muss nicht kompliziert sein. Lass uns noch schnell ein paar typische Sätze wiederholen, ja? Ich möchte einchecken. Hier ist mein Pass. Haben Sie Gepäck zum Aufgeben? Wo ist die Sicherheitskontrolle? Wenn das sitzt, bist du echt entspannt. Und die Wörter Durchsage und Verspätung sind auch wichtig. Durchsage ist eine Ansage über Lautsprecher, also eine Infostimme. Verspätung heißt, der Flug kommt später. Beide Wörter hörst du dauernd am Flughafen. Ich hatte mal Szene in Frankfurt, ziemlich peinlich. Ich suchte das Gate und hab nur genuschelt. Fahren, Gate, niemand wusste, was ich will. Dann hab ich es einfach klar gesagt, Entschuldigung, wo ist Gate A23? Und zack, es war easy. Ja, klar sprechen hilft. Und lächeln, das ist auch Sprache. Wenn du freundlich bist, sind Leute oft entspannter und helfen schneller. Klingt banal, ist aber so. Noch ein Punkt, Namen buchstabieren. Am Schalter fragen sie manchmal, können Sie buchstabieren? Dann kannst du sagen, Weber wie Wilhelm, Emil, Bertha, Emil, Richard. Also die Buchstabiertafel, aber mach's einfach langsam und deutlich. Stimmt. Und wenn du die Nummer vom Gate hörst, sag sie ruhig nach. Zum Beispiel B12, richtig, so vermeidest du Missverständnisse. Ich mach das ständig. Übrigens, kleine Sprachfalle, Ticket ist okay, aber am Schalter hörst du oft Bordkarte. Ich habe mein Ticket ist verständlich, aber haben Sie Ihre Bordkarte? Ist typischer. Merk dir beides, dann bist du flexibel. Und noch so ein Klassiker, ich bin spät oder ich bin zu spät. Am Flughafen sagst du besser, ich bin spät dran, oder ich komme zu spät zum Boarding. Das klingt natürlicher und erklärt die Situation. Okay, bevor wir weitermachen, noch ein Mini-Rollenspiel für Sicherheit, ja? Ich bin Passagier, du bist Security. 2, 3 Sätze, ganz locker. Alles klar, los. Stell dich mal vor das Band, also, in Gedanken. Ich sag dann die Standardsätze. Hallo, muss ich den Laptop rausnehmen? Und vielleicht, darf die Wasserflasche mit? So frag ich wirklich oft. Bitte den Laptop raus und in eine Extrabox. Flüssigkeiten bitte in den Beutel, maximal 100 Milliliter pro Flasche, das hört man sehr häufig. Ah, okay, danke. Und die Uhr? Das ist immer meine Frage, ich vergesse die Uhr ständig. Bitte Uhr und Gürtel auch ablegen, danke, fertig. Danach gehst du durch den Scanner, und gut ist. Cool, das war doch überschaubar. Wörtercheck dazu, Flüssigkeiten. Das sind Wasser, Saft, Creme, Shampoo. Box ist die Kiste für deine Sachen. Und Scanner kennst du, klar. Noch ein Tipp, sprich langsam. Wenn du nervös bist, mach eine Mini-Pause. Sag, Entschuldigung, wo ist, das hilft dir und der anderen Person. Echt Gold wert. Und jetzt kurzer Reality. Check. Viele lernen Grammatik, Grammatik, Grammatik. Aber für den Flughafen brauchst du vor allem klare Sätze. Einfache Phrasen bringen dich ans Ziel. Das reduziert Stress wirklich stark. Genau, das ist ja der überraschende Trick. Konzentriere dich auf nützliche Sätze, nicht auf komplizierte Zeiten. So wie, wo ist das Gate? Oder ich hätte gern einen Kaffee, bitte, das macht dich sofort handlungsfähig. Okay, help sie it. Kleiner Quizmoment, nur ganz kurz. Julia, weißt du noch, was Gepäckausgabe bedeutet? Und Leute, ihr da draußen, sagt's mal laut mit. Na klar. Gepäckausgabe ist der Ort, wo du nach der Landung deinen Koffer holst.
Oft steht Baggage Claim auf Englisch daneben. Und jetzt du, Tim, was sag ich statt ich möchte fahren, wenn ich zum Gate will? Ganz easy, ich möchte zum Gate B12. Oder ich muss zum Gate B12. Genau so. Weiter geht's. Super. Dann machen wir jetzt die zweite Hälfte mit ein paar häufigen Fehlern und noch einem kurzen Rollenspiel. Thema heute: Durchsagen verstehen und bei Verspätung ruhig bleiben. Das ist wichtig, weil da viele nervös werden. Wenn eine Durchsage kommt, höher auf Schlüsselwörter. Zum Beispiel Gartewechsel, Verspätung, neue Boardingzeit. Wenn du unsicher bist, frag nach: Entschuldigung, was bedeutet die Durchsage? Oder können Sie das wiederholen, bitte? Richtig. Und wenn das Gate sich ändert, sag einfach: Entschuldigung, ist das Boarding jetzt bei A7? So checkst du, ob alles stimmt. Keine Scheu, nachfragen ist normal. Kleines Rollenspiel Nummer 2. Du bist Mitarbeiterin am Gate. Ich bin ein etwas gestresster Passagier. Situation: Verspätung und neue Zeit. Los! Guten Tag. Der Flug hat eine Verspätung von 30 Minuten. Das Boarding beginnt jetzt um 15 Uhr, so könnte die Info klingen. Danke. Ist das hier das richtige Gate für München? Ich frag zur Sicherheit. Und ich atme einmal tief durch. Ja, das ist richtig. Bitte bleiben Sie in der Nähe. Wir machen gleich eine weitere Durchsage, so bleibt alles klar und ruhig. Danach kannst du noch sagen: Gibt es eine Essensmarke wegen der Verspätung? Manchmal gibt's so Gutscheine. Und wenn nicht, na ja, dann holst du dir halt einen Snack. Und wenn du was kaufen willst: Ich hätte gern ein Wasser und ein Sandwich, bitte, dann vielleicht noch: Zahlen mit Karte, geht das? Ganz einfach und praktisch. Auch nützlich ist der Weg nach der Landung. Du steigst aus, folgst den Schildern Gepäckausgabe. Wenn du es nicht findest, frag: Entschuldigung, wo ist die Gepäckausgabe? Oder welches Band ist für Berlin? Antwort könnte sein: Band 5, bitte folgen Sie den Pfeilen, also, Band ist das Förderband, wo die Koffer kommen. Und ja, die Zahl kannst du wiederholen: Band 5, danke, das hilft dir, dran zu denken. Und was, wenn der Koffer nicht kommt? Dann geh zum Fundbüro oder Lost and Found. Du sagst: Mein Koffer ist nicht da. Und ich möchte ein Formular ausfüllen. Das ist der nächste Schritt. Genau. Sie fragen dann oft nach der Beschreibung: Farbe, Größe, Marke. Du kannst sagen: Der Koffer ist schwarz, mittelgroß, mit einem roten Band, einfach, aber klar. Das reicht meistens. Noch ein Fehler, den viele machen: Sie sagen nur ich will, und das klingt manchmal hart. Nimm lieber ich möchte oder können Sie mir bitte helfen? Das ist höflicher und du bekommst schneller Hilfe. Und bei der Zeit kannst du beides nutzen: 14:30 Uhr oder 14:30. Beides ist okay. Ich mag 14:30, das klingt irgendwie entspannt. Sollen wir nochmal 3 Kernphrasen wiederholen? Erstens: Ich möchte einchecken. Hier ist mein Pass. Zweitens: Wo ist das Gate B12? Drittens: Wann beginnt das Boarding? Wenn du die 3 kannst, bist du schon sehr gut dabei. Und für die Sicherheitskontrolle: Muss ich den Laptop rausnehmen? Darf die Wasserflasche mit? Wo lege ich die Jacke hin? Das sind so die Top-Fragen an der Stelle. Ich hab noch eine kleine Geschichte, ganz kurz, und sie passt wirklich. Ein Lerner kam zum Check-in und sagte selbstbewusst: Ich habe ein Zimmer reserviert. Die Mitarbeiterin war total nett, aber sie dachte, er meint eine Lounge oder so. Am Ende musste er nochmal erklären: Ich habe einen Flug gebucht. Wir lachen, aber hey, so lernt man. Ja, und das zeigt: Kontext ist König.
Sag lieber konkret, Flug, Gate, Bordkarte, Sicherheitskontrolle. So ist alles eindeutig. Und du sparst Zeit und Nerven. Wenn du unsicher bist, nutz diese kleine Struktur. Begrüßung, dein Ziel, eine Frage. Also, guten Tag. Ich möchte einchecken für Berlin. Wo ist der Check-in-Schalter? Das ist klar und freundlich. Oder bei der Info, hallo. Ich suche die Gepäckausgabe. Können Sie mir helfen? 2 Sätze reichen. Keine langen Romane, einfach klar sprechen. Noch was zu Zahlen am Gate? Wiederhole sie langsam, so vermeidest du Fehler. UA7 oder B12. Und wenn du dich verhörst, sag: Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das wiederholen? Das ist komplett normal. Wenn du auf eine Durchsage wartest, stell dich nicht zu weit weg. Sonst verstehst du nichts. Bleib in der Nähe und höre auf Wörter wie jetzt, sofort, letzter Aufruf. Das sind Signale. Und ganz praktisch. Schreib dir 2, 3 Sätze vorher auf. Zum Beispiel in dein Handy. Dann liest du sie kurz, übst einmal laut und zack, du klingst sicherer. Das hilft mir auch im Ausland. Stimmt. Ich sag ja immer, üben, aber smart. Nicht 100 Regeln, sondern die nützlichen Sätze. Dadurch sinkt die Angst. Und du hast sogar noch Energie für einen Kaffee. Apropos Kaffee, eine kleine Bestellvariante. Ich nehme einen kleinen Kaffee, bitte. Oder mit Milch ohne Zucker, bitte. Fertig. Keine Kunst, nur freundlich bleiben. So, bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an euch. Hattet ihr schon mal eine lustige oder peinliche Situation am Flughafen auf Deutsch? Oder habt ihr eine kurze Lieblingsphrase, die euch immer hilft, zum Beispiel am Gate oder an der Sicherheitskontrolle? Schreibt's uns, ich bin super neugierig. Und zum Mitnehmen heute, ganz kurz. Sprich langsam, nutz klare Wörter wie Bordkarte, Gate, Sicherheitskontrolle und frag nach, wenn was unklar ist. Wiederhol die Nummern. Und lächle, das hilft echt. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Wir machen mehr von diesen Alltagsrollenspielen, also bleibt dran. Danke fürs Zuhören. Übt die Sätze ruhig nochmal laut, vielleicht gleich heute. Gute Reise, wenn es bald losgeht, und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss ihr Lieben. Und denkt dran, nicht ich möchte fahren, sondern ich möchte zum Gate. Das rettet euch den Tag. Bis nächste Woche.